Herzlich willkommen zur Pixlip Poster Dimmer Einrichtung. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie in wenigen Schritten Ihr Pixlip Poster mit einem Dimmer nachrüsten und diesen mit Ihrem Smartphone einrichten können. Um Ihr Pixlip Poster mit unserem optionalen Dimmer auszurüsten, stecken Sie diesen zwischen Posterkabel und Netzteil. Anschließend müssen Sie den Dimmer in den Kopplungsmodus bringen, damit sich dieser neu einrichten lässt. Hierfür reicht es, das Pixlip Poster an dem Schalter des Netzteils viermal hintereinander aus- und anzuschalten. Bei der vierten Anschaltung sollten die LEDs des Poster anfangen zu blinken. Ihr Dimmer ist nun bereit zur Einrichtung. Um die Einrichtung an Ihrem Smartphone vorzunehmen, laden Sie sich bitte zunächst aus dem App Store oder Play Store die App Magic Home Pro herunter. Nach dem ersten Starten der App fragt diese erst einmal nach diversen Berechtigungen. Hierbei ist es erforderlich, der App die Bluetooth- und Netzwerknutzung sowie den Zugriff auf den Standort zu erlauben. Anschließend gelangen Sie auf die Startseite der App und können über das Pluszeichen an der oberen rechten Ecke neue Geräte hinzufügen. Zum Hinzufügen neuer Geräte wird ein Magic Home Account benötigt. Durch eine Anmeldung mit diesem Account erhalten Sie später auch an beliebig vielen anderen Smartphones direkten Zugriff auf Ihr Pixlip Poster, ohne dieses erneut einrichten zu müssen. Sollten Sie noch keinen Magic Home Account haben, so legen Sie diesen nun bitte an. Nach erfolgreicher Anmeldung wird Ihnen ein Infoscreen gezeigt, welcher Sie auffordert, sich unter den Smartphone-Einstellungen mit dem WLAN-Netzwerk des Dimmers zu verbinden. Das Netzwerk fängt hierbei immer mit LED-Net an. Sollte kein passendes Netzwerk angezeigt werden, bringen Sie bitte den Dimmer erneut in Kopplungsmodus. Kehren Sie nach erfolgreicher Verbindung mit dem LED-Netzwerk wieder zurück zur App. Hier können Sie nun auswählen, mit welchem WLAN-Netzwerk Ihr Pixlip Dimmer verbunden werden soll. Wählen Sie ein Netzwerk aus und geben Sie das hierzu passende Passwort ein. Anschließend verbindet sich Ihr Pixlip Poster automatisch mit Ihrem Netzwerk. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Ihrem Dimmer noch einen eigenen Namen geben und die Einrichtung abschließen. Ihr Dimmer wird nun auf der Startseite angezeigt und kann dort an- und ausgeschaltet werden. Durch Klicken auf den Dimmernamen kommen Sie zudem zu den weiteren Einstellungen. Hier können Sie die genaue Dimmung in Prozent einstellen und gelangen über das Weckersymbol an der oberen rechten Ecke zu den Timer-Einstellungen. Klicken Sie auf das Plus und anschließend auf Normal, um einen neuen Timer einzurichten. Hier können Sie die Uhrzeit der Timeraktivierung bestimmen und definieren, an welchen Tagen sich die Aktivierung wiederholen und ob der Dimmer hierbei an- oder ausgeschaltet werden soll. Drücken Sie zum Abschluss auf Sichern. Ihr Timer wird nun in der Liste angezeigt und kann dort auch nachträglich aktiviert und deaktiviert werden. Über das Pluszeichen und die Option Sonnenaufgangstimer, Sonnenuntergangstimer können Sie eine besondere Form des Timers einrichten. Auch hier können Sie die Startzeit einstellen und definieren, an welchen Tagen sich dieser Timer wiederholen soll. Zusätzlich können Sie aber auch eine Start- und eine Endhelligkeit definieren. Der Dimmer fängt hierbei bei Aktivierung in der Starthelligkeit an zu leuchten und wird über die einstellbare Dauer kontinuierlich heller, bis die Endhelligkeit erreicht wurde. Klicken Sie auch hier zum Abschluss auf Speichern. Auf dem Startbildschirm der App können Sie nicht nur neue Geräte einrichten, sondern auch mehrere Geräte zu einer Gruppe vereinen, um diese gleichzeitig anzusteuern. Hierfür drücken Sie erneut auf das Pluszeichen oben rechts und wählen Sie Gruppe einrichten. Zunächst müssen Sie dieser neu erstellten Gruppe einen Namen geben. Die Gruppe erscheint nun ausgegraut auf dem Startbildschirm der App. Klicken Sie auf die neu erstellte Gruppe und wählen Sie Ihr Gerät zuweisen. Nun werden Ihnen alle verfügbaren Geräte angezeigt. Wählen Sie die Geräte aus, die Sie der Gruppe zuweisen möchten, und klicken Sie auf Sichern. Sie können nun die Gruppe auf dem Startbildschirm sehen und über diese alle Geräte dieser Gruppe simultan bedienen. Ebenfalls möglich ist das Erstellen von vordefinierten Szenen. Hierfür drücken Sie auf dem Startbildschirm erneut auf das Pluszeichen in der oberen rechten Ecke und wählen diesmal Szene erstellen. Auch hier müssen Sie zunächst der neuen Szene einen Namen geben.
Klicken Sie im anschließenden Menü auf Gerät hinzufügen und wählen Sie die zu steuernden Geräte aus. Anschließend können Sie auf das zu steuernde Gerät klicken und auswählen, ob es in der Szene ein- oder ausgeschaltet werden soll. Zusätzlich ist es möglich, in einer Szene eine genaue Dimmstufe der LEDs zu definieren. Hierfür klicken Sie ebenfalls auf das Plus und Szene erstellen und definieren Ihr anzusteuerndes Gerät. Klicken Sie auch hier auf das zu steuernde Gerät und wählen Sie diesmal die Option Helligkeit. Nun können Sie die genaue Dimmstufe bestimmen und zum Abschließen auf Sichern drücken. Nach erfolgreicher Erstellung der Szenen können Sie im Anschluss jederzeit auf diese klicken und bringen so alle in der Szene eingepflegten Geräte in die vordefinierte Einstellung. Herzlichen Glückwunsch! Ihr Pixlip Poster ist nun erfolgreich eingerichtet und kann mit Ihrem Smartphone gesteuert werden. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video gefallen hat und wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Pixlip Produkt.